Maestro, ahora le llaman padre de Wing Chun en Europa. Si regresamos hace muchos años atrás, ¿por qué decidiste traer a Alemania de China este arte marcial? Dann muss ich ausholen. Ich habe ja schon mit 14, 15 Jahren Kampfsport gemacht. Judo, Ringkampf, Jiu-Jitsu und später war ich einer der ersten Karate-Leute in Deutschland. Das war so 1958 etwa, habe ich schon Karate gemacht. Und zwar das Kyokushinkai Karate von Masutatsu Oyama aus Japan. Das Knockdown Karate. Das härteste Karate der Welt. Und weil es so eine Schule nicht in meiner Gegend gab, habe ich dann zeitlang auch den Shotokan-Stil gemacht. Außerdem Taekwondo, Hapkido, Aikido, alles, was es gab. Und ich habe mir immer die Frage gestellt, ist das jetzt alles, was es gibt? Gibt es irgendwo noch mehr? Gibt es noch was Besseres? Dann habe ich die Geschichte des Karate erforscht und festgestellt, dass Karate eigentlich aus China kommt. Eigentlich vom Kung Fu. Achso, ich hatte versucht, diesen Preis, weil sonst ja. Okay. Hasta aquí, este ancho, si la línea de muñeca de Silvo y la línea de hombro de Silvo están en una posición. Un poco más cerca de codo como quieras. Und das habe ich Ende der 60er Jahre mitgekriegt. Eigentlich kommt Karate aus Japan, aber die Japaner haben von den Okinawa-Kämpfern gelernt und nach Okinawa ist alles gekommen von China. Also das Ursprungsland für die Kampfkünste ist China. Und als ich das verstanden hatte, habe ich gedacht, vielleicht haben die chinesischen Kampfkünste noch mehr Informationen. Vielleicht sind die noch besser, wirkungsvoller. Und dann, damals war ich Gymnasiallehrer für Deutsch, Englisch und Sport. Zu dem Zeitpunkt war ich an der Schule, an einem Gymnasium, Lehrer für Englisch, Deutsch und Sport. Und zwischendurch habe ich mir extra Geld verdient als Catcher auf dem Jahrmarkt. Jetzt? Nein. Den müssen wir ihr beibringen. Das hier. Wenn mich jemand besiegte, dann bekam er 50 Mark. Wir waren ein Catch-Zirkus. Mehrere Personen, eine Truppe von Ringern, die für Geld gerungen hat. Und da überlegte ich, wie komme ich an chinesisches Kung Fu ran? Und das war jetzt 1970. Und da habe ich gedacht, vielleicht
In Deutschland gab es nichts, aber ich habe gedacht, vielleicht in den China-Vierteln. Chinatowns. Und das größte China-Viertel gab es damals in London. Dann bin ich regelmäßig nach London gefahren und habe gesucht, wo man da Kung Fu lernen kann. Das war nicht leicht. Und was ich fand, waren Zeitschriften aus Hongkong mit Kung Fu-Stilen. Aber ich konnte kein Chinesisch lernen. Ich konnte kein Chinesisch. Mein Chinesisch war beschränkt auf 2, 3 Wörter. Also habe ich mir durchgeblättert und dann fand ich einen Stil, der mich interessierte. Da standen Leute kerzengerade aufrecht, bei den Fotos kerzengerade aufrecht und bewegten ihre Arme und pum und pum und pum und das Ganze sah sehr klar und logisch aus. Und ich dachte, den Stil möchte ich lernen. Und dann bin ich durch London gelaufen, durchs China-Viertel und habe immer dieses Magazin hochgehalten, wo der Name des Stils stand. Und ich wusste, wie man den ausspricht. Den spricht man Wing Chun aus. Sag ich, Wing Chun, where is Wing Chun? Where can I find? No, nobody knew. Da war plötzlich ein Zettel irgendwo an einem Notizboard und da stand auf Englisch, dass ein Chinese dort Wing Chun unterrichtet. Es war kompliziert, da hinzukommen. Es war kompliziert, da Einlass zu finden. Die wollten nicht, dass ich überhaupt reinkomme, weil zu dem Zeitpunkt durften Wing Chun nur Leute lernen, die Chinesen waren. Es mussten Südchinesen sein. Man durfte nicht mal ein Nordchinese sein. Der Ahnherr des Wing Chun, der Yip Man aus China, aus Hongkong, lebte damals ja noch. Und der hat verboten, dass Leute, das Nicht-Chinesen Wing Chun lernen dürfen. Und er sagte, auch Nordchinesen dürfen das nicht lernen. Also musste ich den chinesischen Lehrer in London bestechen. Ich habe ihn immer bestochen mit einer großen Flasche Johnny Walker Whisky. Das ist die große Form von... Este círculo es... Habt ihr gesehen? Das, was ich vorher euch gemacht habe, ist das. Empezamos con este ejercicio, arriba, lado, abajo, y este es la continuación, pero ahora con presión y como un círculo. Significa este para el principio. Pequeño y después este grande es para continuar, pero la idea es la misma. La idea es siempre cambia la presión y contra su presión. Ach so. Okay. Angenommen, er drückt mich runter. Er drückt mich auseinander. Er drückt mich hoch. Ich kam mit Johnny Walker Whisky rein, begrüßte ihn hier. Er sprach kein Englisch, ich sprach kein Chinesisch. Ich habe die Flasche nach vorne gestreckt. Dann hat sie die Flasche genommen und gesagt, okay, heute ist okay, heute darfst du zugucken, aber komm morgen nicht wieder. Und am nächsten Tag war ich wieder da, wieder mit einer Flasche Johnny Walker Whisky. Dann sagte er, okay, heute aber nie wieder. Okay. Hoy la última vez.
pero no más. Und das habe ich jeden Tag gemacht. Y hacer este cada día. Und ich durfte auch nicht mittrainieren. Ich durfte nur zugucken. Aber meine Frau war bei mir. Und meine Frau hat auch Karate gelernt und all die Sachen. Und wir haben es angeguckt und haben wir das in unserem Hotelzimmer nachgemacht. Und später habe ich dann gelernt von anderen Chinesen, die schon länger dabei waren als ich. Und die haben mir dann was gezeigt. Dass das Ganze dauerte viele Jahre. Und eines Tages sagte der chinesische Lehrer zu mir, er hat mir jetzt alles gezeigt, was er weiß. Jetzt muss ich woanders hingehen. Das war im Jahre 1976. Natürlich stimmt das nicht. Er hat mir nicht alles gezeigt. Ich weiß nicht, warum ich loswerden wollte, aber er hat mir nicht alles gezeigt. Er hat mich aber geschickt zu einem anderen Wing Chun Meister in Hongkong. Richtig. Nicht so. Nee, du drückst aus dem Trizeps. Mach so. Trizeps, gut, mach so. Ist nicht so, so. Si estás encima del brazo, Ein bisschen vorbeugen. Wenn ihr unterm Arm seid hier, dann nicht vorbeugen, dann gerade sein. es importante encima del brazo, Hier aufrecht. inclina un poco, como así, debajo del brazo, al revés. Du musst dich aufrichten. Ne? Wenn ich drauf bin, bringe ich das Gewicht meines Oberkörpers ein bisschen drauf. Encima él pon peso de su cuerpo parte arriba, Dann richte ich mich ein bisschen encima abajo. auf. Also nicht so machen, sondern so. Dann herunterdrück, Por- jetzt gehe ich aber rauf. Jetzt mein Gewicht drauf. Significa es más con peso y menos con la musculatura. Und das war Sifu Leongteng. Der Wing Chun Meister aus London, der heißt Joseph Cheng, ein großer Meister. Der hat mich hingeschickt nach Hongkong und gesagt, du musst jetzt von dem weiterlernen, der weiß mehr als ich, der ist der Beste. Und dann habe ich von 1976 bis 2008, glaube ich, habe ich direkt von Sifu Leongteng gelernt, sein Wing Chun. über 30 Jahre habe ich gelernt von Sifu Leongteng. Und er hat mir dann im Jahre 2000 den 10. Meistergrad gegeben. Höher gibt es nicht und er selbst hatte auch 10, den 10. Und ich habe für ihn in 50 Ländern Wing Chun aufgebaut. Und er auch nochmal in 15 Ländern etwa. Also zusammen hatten wir 65 Länder der Welt, wo wir Wing Chun aufgebaut haben. Entonces, a partir de eso, ya trae a Alemania Wing Chun. Ja, Deutschland war immer das stärkste Land. Alemania estuvo siempre un país Wir hatten in Deutschland oder immer noch über 1000 Schulen alleine in Deutschland. Desde entonces, cuando trajo a Alemania Wing Chun, hasta ahora, Wing Chun se cambia, está evolucionando o es como antes. Also, wir haben 3 verschiedene Abteilungen für Wing Chun. Eine Abteilung ist die klassische Abteilung. Die klassische Wing Chun Abteilung, die ist fast unverändert. Dann haben wir eine zweite Abteilung, die macht auch Wing Chun, aber das ist nicht klassisch, sondern das ist modern. Das hat ähnliche Inhalte, aber einen anderen Schwerpunkt. Sportlicher. Ist sportlicher. Wir kämpfen auch am Boden. Wir ringen auch, greifen, grappeln. Ja.
Práctico de hostia y de... Pero no hay golpes, en deporte no hay golpes peligrosos. Das machen wir immer. Das machen wir immer. Immer, siempre. Por eso tenemos protección, por ejemplo, de garganta, especialmente. Es ist diese andere Abteilung, diese moderne Abteilung, die ist für die jungen Leute gedacht, denen auch MMA gut gefällt. Mixed Martial Arts, die Mixed Martial Arts mögen, die das wilde Kämpfe mögen. Und dann haben wir und diese moderne Abteilung, die hat das ganze Programm, das sie machen, ist eine App. Wie nennt sich das auf Spanisch? Du kannst es. Eine Applikation. Ja, du kannst alle Techniken und alle Bewegungen und das ganze Unterrichtsprogramm kannst du nochmal in Fotos und Videos ganz genau erklärt sehen. Bier. Kopieren. Dann stoppt man ja den Kreis. Das ist nicht so. Ja, okay. Ich weiß, warum du das machst. Du bist mit Rundkippen. Ja, okay. Du musst mit Rundkippen ne? Nicht aufmachen. Nur Arbeit. Aufmachen und du machst auf. Wenn du aufmachst, stoppst du. Ja, guck mal. Mach hier. Du drückst runter, dann fliegt rum und dann machst du auf. Ja. Da kann ich mal anfangen. Okay, dann guck mal. Viele von euch, die Lehrer sind, die machen beim Kreisen einen ganz großen Fehler. Die machen nämlich so, ich zeige mal, was sie machen. Die machen so, mach so. Und dann machen sie so, damit der andere rumkommt. Mucha gente, especialmente si están instructor. Schau mal, der Fehler ist häufig so. Leute, die ausbilden, wenn die einen Kreis machen, dann machen sie hier auf, damit der andere rumgehen soll. Runterdrücken. Ich weiter runterdrücken. Ja, da gehe ich mal richtig. Und du kannst das auch als Fernstudium lernen. Und das dritte Programm, das ist das, was ich mache. Ja, das ist das, was ich mache. Man könnte das sagen, Wing Chun Interno, inneres Wing Chun, wenn man will. Also nicht das klassische Wing Chun, sondern biomechanisch korrektes Bewegen. Wissenschaftlich, Scientifico. Du hast das ja gesehen, wir haben es ja mit dir gemacht. Nicht? Und wir machen es morgen nochmal. Ist es nicht alles Wing Chun. Vieles von dem, was ich mache, kommt von anderen chinesischen Systemen. Ja, wir nennen das innere Stile. Und ich habe etwa 9 innere Stile studiert. Und die sind da drin. Es ist auch die Prinzipien dieser inneren Stile sind da drin. Viele Prinzipien des Wing Chun sind drin. Ist aber auch Ideen vom Vollkontakt-Karate und so weiter. De Castillo de usted, de Kiel, ha salido mucha gente, muchos alumnos famosos que están ahora famosos. En total, ¿quién aprende Wing Chun de su organización? Deportistas, MMA, policía, más gente para autodefensa. ¿Quién son? Also ich habe früher viele Leute ausgebildet, die bei den Spezialeinheiten der Polizei waren. Oder Spezialeinheiten Militär. Der Militare Spezial. Auch FBI. También FBI. De Amerika. Dann private Sicherheitsfirmen. Ja. Empresas de seguridad privada. Was ich im Augenblick mache, ist, ich mache Spezialkurse
für Karate-Leute. Ja, ich hab ja selbst den 9. Dan im Karate und ich bilde Karate-Leute aus in meiner Sparte, in diesem inneren Wing Chun, was ich Magic Hands nenne. Das ist das, was du hier mitmachst bei mir. Und ich habe jetzt in Deutschland ungefähr 120 Schulen, wo wir Magic Hands machen. Und ich habe Leute aus dem Karate, ich habe 7. Dan, ich habe 8. Dan, ich habe, glaube ich, 3 Mann mit 9. Dan, die lernen meine Methode. Dann bringe ich meine Magic Hands Aikido-Leuten bei. Ich reise dann zu Aikido-Gruppen und bringe ihnen bei, wie sie ihr Aikido besser machen können und müheloser. Wenn ich darüber gehe, in dem Augenblick muss er in Tanzau gehen. Nicht zu steif, nicht zu steif. Jawohl. Schmeidig, ne? Ja, und jetzt runter. Weiter runter, reicht nicht. Ja, jetzt kommen wir hin, siehst du? Ja. Jetzt wieder drauf. Ganz leicht und vorlaufen. Ja, genau, ganz leicht. Und ich muss hier, guck mal, halten. Sehen? Also ich bringe den Karate-Leuten bei, wie sie Karate besser machen können. Und ich bringe den Aikido-Leuten bei, wie sie Aikido besser machen können. Und außerdem möchte ich auch den Boxern beibringen, wie sie besser clinchen können. Ich meine nicht lange Schläge, ich meine Nahkampf. Und ich habe gute Boxer schon gehabt, die bei mir beim Training teilnehmen. Der eine ist dreifacher Weltmeister im Profiboxen, ein guter Freund von mir. Und der wird auch im Februar bei uns, im Januar ist er schon wieder, trainieren wir zusammen. Und also ich versuche also die anderen Budo-Stile, die anderen Kampfstile besser zu machen, aufgrund meiner Kenntnisse in Biomechanik und inneren chinesischen Methoden, wie man die Bewegung leichter machen kann. También usted tiene una catedral en una universidad de un país. Es profesor de una universidad, creo, en Bulgaria. Ich hab an 2 Universitäten gearbeitet in England und zwei Universitäten in Bulgarien. Eine Sportuniversität und eine allgemeine Staatsuniversität. Und an der Sportuniversität haben wir die bulgarische Ringermannschaft ausgebildet. Und mein Kollege war der Co-Trainer der bulgarischen Ringermannschaft und hat dafür gesorgt, mit meiner Hilfe, dass sie Europameister wurden wieder. Und an der Uni haben wir Programme durchgeführt, jahrelang, die verschiedene akademische Grade dann erreichten. Wir haben meine Wing Chun Schüler, bis zum Bachelor gebracht. Wir haben sie bis zum Master gebracht. Wir haben einige bis zum Doktor gebracht und 3 zum Professor. Auf dem Gebiet der Pädagogik im Sport. Und wer bei uns ein großer Meister werden wollte, der musste so ein Studium mitgemacht haben. Para terminar, cuando usted probaba jiu-jitsu, karate y muchos deportes y faltaba algo, cuando decía, pues es todo, pues faltaba algo. Y cuando encontró Wing Chun y ahora, después de muchos años, ahora cree que ya ha encontrado un estilo ideal.
Ich habe immer geglaubt, das Ideale gefunden zu haben. Ich habe immer geglaubt, dass ich gerade jetzt das Ideale gefunden habe. Und ich hatte immer die besten Lehrer gehabt auf dem Gebiet. Im Karate haben wir den besten Karatemeister der Welt gehabt. Im Wing Chun, ich denke, ich habe auch dort den besten Meister der Welt gehabt. Aber als ich Karate gemacht habe, habe ich mir immer überlegt, wie kann man das noch besser machen? Und dann habe ich etwas herausgefunden und dann hatte ich das Anti-Karate. Und dann habe ich Wing Chun gemacht. Ja, 30. Und dann habe ich das Wing Chun gehabt. Und dann plötzlich fing ich an, etwas zu bauen, was man vielleicht Anti-Wing Chun nennen kann. No es fácil. Es difícil. Es muy difícil. Muy. Guck mal, schau. Muchísimo. Ich bin hier, ne? Er greift da. Estamos aquí, me voy para adelante, pero no como yo quiero. Weil nach einiger Zeit kennt man natürlich alles, wenn man was 35, 40 Jahre macht. Man kennt alles. Man kennt jede kleine Lücke, jede kleine Schwäche. Man weiß, wie man sie ausnutzen kann. Und man hat ganz viele Meister auf der ganzen Welt. In China, ich habe ja fast alle Hongkong-Meister angefasst, alle Schüler von Yip Man angefasst. Ich weiß, was sie können. Sie sind fantastisch gut. Ich habe fast alle Schüler von Yip Man irgendwie angefasst. Nicht? Die waren alle super, Wahnsinns können. Ja? Und mein Wing Chun wurde ja immer besser und besser. Und dann bin ich aber, als ich dann in China war, auf Leute gestoßen, die hatten Fähigkeiten, die ich noch nie erlebt hatte. Und als ich das merkte, sagte ich, das will ich lernen. Und es hat mich 25 Jahre gekostet, das zu lernen. Diese inneren Stile aus China. Und damit habe ich mein Wing Chun natürlich auch wieder besser gemacht, weil ich habe das da alles reingetan. Ich habe so viel reingetan in mein Wing Chun von den neuen Sachen, wie da reinpasste. Ich hatte immer den Eindruck, dass das Wing Chun viel besser sein müsste, als es ist. Ja, ich habe das Gefühl gehabt, dass da was verloren gegangen war. Und ich habe mir auch die Geschichte des Wing Chun genau angeguckt. Und ich habe festgestellt, dass das Wing Chun früher wahrscheinlich viel größer war, viel mehr war. Und später, in der Zeit der chinesischen Revolution und Boxeraufstand und so weiter, dass man Wing Chun, dieses große Wing Chun-Programm, das es wahrscheinlich vorher gab, zu einem Schnellkursus gemacht hatte. Und deshalb wollte ich das, was ich glaubte, was fehlte, da wieder reingeben. Naja, und was man auch noch sagen muss, das Wing Chun, was man kennt, das kommt ja alles aus Hongkong. Das kommt von Großmeister Yip Man. Und Großmeister Yip Man hat es ja nicht in Hongkong gelernt, sondern in Fazzan in China. Kann man das erklären? Wo ist das? Nicht weit weg von Hongkong. Wie lange sind wir gefahren mit dem Zug nahe? Stunde im Zug, eine Stunde weg. Ja. Aber wir wollten, meine Tochter und ich wollten mal gucken, was ist dann da los? Wie machen die denn ihr Wing Chun? Und die Chinesen aus Hongkong haben immer schlecht gesprochen über das Wing Chun in China. Aber ich habe gedacht, Yip Man hat das gelernt in China und dann nach Hongkong gebracht und das war doch ganz gut. Aber vielleicht ist da noch mehr in China, was Yip Man nicht nach Hongkong gebracht hat. Du wickst hier noch mit zu? Da ist auch nicht. Von oben. Ja.
por encima significa el manipularme. Son completamente diferentes cosas de Gamso. Yo no hago este favor de mis hijos, ¿eh? Yo quiero mantener mi postura. La gente dice, favor, no. Ich mache das nicht, um dir einen Gefallen zu tun, sondern es ist wirklich so. Ich weiß das. Man soll immer sagen, ich mache dir nur einen Gefallen. Ne? Jetzt habt ihr zwei Sachen. Guck mal. Ahora tienes dos herramientas, zwei Werkzeuge. So. Si estoy aquí por dentro, abrir, Und der andere ist hier. o por fuera, bajar y cerrar. Ich sehe auch gerade, du kannst es bestimmen, je nachdem wie du deine Hände hältst. Hier. Guck mal, jetzt kommst du außen. Sí, él puede predecir qué yo hago, porque ahora, claro, no puedo atacar por dentro y atacar por fuera. Por postura de sus brazos. Ahora, porque él abre aquí un pequeño espacio y entra por dentro. Zwei Bewegungen. Dos movimientos. Y ahora mis hijos no me dejan. Oder? Und dann habe ich festgestellt, dass Yip Man als 10-Jähriger, 11-Jähriger Wing Chun gelernt hat von seinem chinesischen Meister. Aber der Meister starb schon ein Jahr später. Mit 11 Jahren hat er Wing Chun gelernt. Von Chan war es Sohn. Ein Jahr später starb er. Dann hat er weitergelernt von seinen Xihings. Aber vielleicht hat er 4, 5, 6 Jahre dort gelernt. Und dann war er auch schwer in Hongkong. Und dann hat er in Hongkong studiert. Sagt man. Das stimmt, wissen wir nicht. Und das College, an dem Yip Man studiert hat, hatte als Unterrichtssprache durchgehend Englisch. Yip Man sprach aber kein Englisch. Deshalb ist die Geschichte ein bisschen verdächtig. Und dann wird behauptet, Yip Man habe in Hongkong einen Verwandten, einen älteren Kung-Fu-Meister getroffen, den Leung Bik, und von dem hat er dann mehr gelernt, weitergelernt. Viele Leute in Fazan, wo der Leung Bik herkommt, haben aber gesagt, der Leung Bik, der hat nie Fazan verlassen, der war immer hier, der ist nicht nach Hongkong gegangen. Also es ist alles sehr, sehr undurchsichtig. Aber wo hat Yip Man die Techniken her, die er in Hongkong unterrichtet hat? Die Techniken, die er in Hongkong unterrichtet hat, unterscheiden sich erheblich von den Techniken, die ich in Fazan in China gesehen habe. Folgen zum Teil anderen Prinzipien. Die Sionim Tao Form, die Yip Man von China nach Hongkong gebracht hat, beinhaltet nur ein Viertel der Sionim Tao Form, die man in Fazan macht. Nur ein kleiner Teil der Original Sionim Tao Form wurde nach Hongkong gebracht. Und so ähnlich ist das bei all den Formen. Darum haben wir uns für China interessiert und geguckt, was machen die Meister da. Und in China haben sie mich zum Ehrenpräsidenten des chinesischen Wing Chun Verbandes ernannt. Und den Chinesen liegt viel daran, dass ich auch im Westen genau das sage, nämlich, dass in China Wing Chun viel größer ist. Dass das eigentliche Material, dass die viel mehr Material haben, als nach Hongkong gekommen ist.